Dann darf ich Sie auch nochmal von meiner Seite aus ganz herzlich begrüßen in den jetzigen Impuls, in den ersten Block. Und zwar beginnen wir mit einem Überblick hinsichtlich der KI-Verordnung, nämlich hinsichtlich den zeitlichen Rahmen, den maßgeblichen Begrifflichkeiten und den wesentlichen Regelungen. Matthias hat es ja netterweise schon ein wenig angesprochen. Am 1. August 2024 ist die KI-Verordnung in Kraft getreten. Das Inkrafttreten bedeutet aber nicht automatisch die Gültigkeit. In der KI-Verordnung haben wir, wie wir hier sehen können, eine gestaffelte Gültigkeit. Die einleitenden Bestimmungen, wie schon erwähnt, zum Beispiel die verbotenen KI-Praktiken oder die KI-Kompetenzen, die sind schon seit dem 2. Februar 2025 gültig. Bald, nämlich am 2. August 2025, gültig sind dann die Vorschriften über General Purpose AI, also KI mit allgemeinem Verwendungszweck, über Governance, Sanktionen und Vertraulichkeit. Am 2. August 2026 gelten grundsätzlich die übrigen Vorschriften, solange sie nicht durch eine Ausnahme erst ab dem 2.8.2027 gelten. Dort gelten nämlich maßgeblich dann die Einstufungsvorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme. Es ist unerlässlich, im Rahmen von der KI-Verordnung und KI über den Begriff des KI-Systems zu sprechen. Der Verordnungsgeber sieht diese Tatbestandsmerkmale, die wir hier sehen, vor für ein KI-System. Und vielleicht haben Sie es schon mal versucht, darunter beispielsweise ChatGPT zu subsumieren oder irgendwie Custom-GPTs. Und vielleicht ging es Ihnen wie mir, dass Sie dann gemerkt haben, es ist gar nicht so einfach, gerade wenn wir unsere unbestimmten Rechtsbegriffe haben. Hier beispielsweise den unterschiedlichen Grad des autonomen Betriebs. Was denn jetzt konkret ein unterschiedlicher Grad ist? Ist das 0? Kann es 100% sein? Hier sind wir eben bislang noch relativ allein gelassen. Manche Sachen wurden in den Erwägungsgründen schon weiter konkretisiert, aber eben nicht alles. Deswegen, um das Ganze zu vereinfachen, hat die Rechtsliteratur einzelne Komponenten eben ausgemacht, die maßgeblich sind für das KI-System. Und zwar zunächst einmal das KI-Modell, quasi in der Rechtsliteratur schön als das Gehirn des KI-Systems bezeichnet. Da sind wir zum Beispiel bei GPT-4o oder in Open-Source-Modellen bei Llama 3.1 und aber auch maßgeblich diese Oberfläche oder Schnittstelle, die diese Nutzung des Modells erst ermöglicht. Wenn Sie zum Beispiel an ChatGPT denken, da haben Sie eben Ihren Browser, wo Sie darauf zugreifen können und dann eben die Prompts in einem Chatfenster schreiben können. Zum KI-System kann außerdem gehören, soweit es denn vorhanden ist, weitere Softwarekomponenten, zum Beispiel maßgeblich eben Datenbanken und möglicherweise auch Hardware-Teile. Das ist aber noch nicht ganz abschließend geklärt. Beispielsweise dazu denken an Sensoren, Kameras oder eben auch Roboterarme, sobald es denn eingebettete KI-Systeme sind. Die KI-Verordnung unterscheidet aber stark, und das ist dem Verordnungsgeber auch sehr wichtig in den Erwägungsgründen, zwischen KI-Modell, was wir gerade eben gesehen haben, dieses Gehirn, und dem KI-System, da hieran andere Vorschriften anknüpfen. Diese beiden Begriffe kann man dann wiederum weiter unterteilen. Das hier ist keinesfalls abschließend, nämlich zum Beispiel noch das KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck oder aber auch das KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck, das seinerseits wiederum ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck vorsieht. Außerdem gibt es zum Beispiel noch ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck mit systemischem Risiko. Hier kommt es dann auf den kumulativen Rechenaufwand im Training dieses Modells an. Dieser Begriff des Risikos ist extrem maßgeblich im Rahmen der KI-Verordnung. Man könnte es anhand dieses Risikos theoretisch noch viel weiter schichtig unterteilen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gern das Wort an meine Kollegin Jana Knecht übergeben. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute sich für uns entschieden haben und die Zeit mit uns verbringen wollten. Und ich steige direkt weiter ein. Die KI-Verordnung hat einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, die KI-Systeme sind nach 4 Risikoklassen unterteilt. Die verbotenen Praktiken, dies betrifft die KI-Systeme für Social Scoring oder biometrische Kategorisierung von Daten. Die nächste Klasse ist Hochrisiko-KI-Systeme, zum Beispiel automatisierte Systeme zur Bewertung von Prüfungen oder Studierendenleistungen. Weiter haben wir KI-Systeme mit beschränktem Risiko, wie KI-gestützte Assistenten für Studierenden oder Plagiatserkennungssysteme.
Und die letzte Kategorie besteht aus KI mit geringem Risiko wie Übersetzungssysteme oder virtuelle Tutoren, die keine personenbezogenen Daten verarbeiten. GPIA oder KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck können allen vier Kategorien unterliegen, deswegen sind die hier so mittig präsentiert. Auf der Folie können Sie ähm, die Beispiele für je Risikoklasse ansehen. Die nächste Folie bitte. Danke. Artikel 4 der KI-Verordnung richtet sich an Anbieter und Betreiber von KI-Systemen sowie deren Personal und beauftragte Dritte, unabhängig von den vier Risikokategorien, welche wir auf der Folie davor gesehen haben. Der Begriff Anbieter umfasst natürliche und juristische Personen, die KI-Systeme entwickeln und diese unter ihrem eigenen Namen vertreiben oder betreiben. Im Gegensatz dazu sind Betreiber Personen, die KI-Systeme beruflich oder institutionell nutzen. Hochschulen können je nach Kontext sowohl als Anbieter als auch Betreiber agieren. Als Anbieter, wenn die Hochschulen KI-Systeme selber entwickeln oder extern bereitstellen, beispielsweise durch KI-gestützte Lernplattformen für die Dritten. Und als Betreiber, wenn sie extern entwickelte KI-Tools nutzen, etwa zur Verwaltung von Studierendendaten oder zur Erstellung von Lehrplänen. Lehrende und Studierende werden in der Regel nicht als Betreiber eingestuft, sofern sie KI privat oder im Rahmen des Studiums ohne institutionelle Verantwortung nutzen. Werden KI-Systeme jedoch in Prüfungen oder Lehrmaterialien institutionell eingebunden, gilt die Hochschule als Betreiberin. Die nächste Folie bitte. Dankeschön. Unabhängig von ihrer Rolle unterliegen Hochschulen sämtlichen Pflichten gemäß der KI-Verordnung und diese Pflichten sind auf den nächsten zwei Folien, auf diese und die nächste Folie aufgelistet, um Ihnen einen Überblick zu geben. Die nächste Folie bitte. Dankeschön. Diese Pflichten können wir in Kategorien aufteilen, wie zum Beispiel die Pflichten zu Dokumentation und Kontrolle. Hier zu dieser Kategorie gehören Daten. Data Governance Pflichten oder Transparenzpflichten oder Pflichten zu menschlicher Kontrolle oder Aufsicht. Die andere Kategorie ist Schulungspflicht, zum Beispiel Training der KI-Kompetenzen. Zusätzlich sieht KI-Verordnung sonstige Pflichten für Betreibende und Anbietende wie Kennzeichenpflicht oder weitere gesetzliche Pflichten, zum Beispiel Datenschutzregelungen.